Spitze, 1, 2, 3. Das Deutsche Opernhaus in Charlottenburg unterhält neben seinem berühmten Ballettchor auch eine Schule für den tänzerischen Nachwuchs. Hier muss ich schon in frühester Jugend üben, was einmal Anspruch auf Meisterklasse erheben will. Brunftzeit. Mit tief dröhnendem Röhren zieht der Hirsch durch die Wälder. Nach dem harten Gesetz der Natur, dass jedes Lebewesen um sein Leben kämpfen muss, zieht er zum Kampf gegen seine Rivalen. Oft ist es ein Kampf auf Leben und Tod. Mit dem Siege des Stärkeren trifft die Natur eine klare Zuchtwahl. Denn nur das Gesunde und Kraftvolle soll sich fortpflanzen. Amerika lässt seine Handelsschiffe wie die anderen neutralen Mächte mit großen Nationalflaggen auf Deck und an den Bordwänden ausstatten, um sie für die Kampfschiffe der kriegführenden Nationen als neutrale Dampfer kenntlich zu machen. Nach dem siegreichen Feldzug in Polen kehrten auch die slowakischen Heeresverbände in ihre Heimat zurück. Staatspräsident Dr. Tiso begrüßt die zurückgekehrten Truppen in Bad Püstjan. Der deutsche Fliegergeneral Hirschauer und sein Stab wurden aus diesem Anlass ebenfalls ausgezeichnet. Den Abschluss der Ehrung bildete ein Vorbeimarsch der slowakischen Verbände vor dem Staatspräsidenten und seinen Gästen. Nach Vernichtung der polnischen Armee war es die dringlichste Aufgabe unserer Eisenbahnpioniere und Arbeitsdienstmänner, Brücken und Eisenbahnlinien wiederherzustellen. Eine außergewöhnliche Leistung vollbrachten sie mit dem vorläufigen Ersatzbau für die zerstörte Dirschauer Weichselbrücke. Reichsverkehrsminister Dr. Dorpmüller wohnte der Wiedereröffnung des direkten Eisenbahnverkehrs nach Ostpreußen bei.
der Oberbefehlshaber des Heeres, Generaloberst von Brauchitsch, bei den Truppen an der Westfront. Er zeichnete Soldaten verschiedenster Formationen aus, die sich im Verlaufe des ersten Kampfabschnittes im Westen durch besondere Tapferkeit bewährt hatten. In Vorpostenstellungen und Bunkern sind unsere Soldaten im Westwall bei bester Laune. Am Brückenkopf bei Kehl am Rhein. Seit langer Zeit sind unsere Soldaten dabei, den Franzosen wahrheitsgetreue Berichte über die Weltlage zu geben. Mit Luftballons werden französisch geschriebene Zeitungen und Broschüren in die gegnerischen Stellungen geschickt, damit die Poilus nicht nur der von englischen Kriegsprofitlern und Juden betriebenen Verhetzung ausgeliefert sind. Ein Morgengruß für die andere Seite. Fast die ganzen Stellungen entlang ziehen sich Lautsprecher, mit denen Musikstücke und Nachrichten in die gegnerischen Linien übertragen werden. Hier werden große Transparente aufgerichtet. Auf ihnen steht die Frage, warum macht ihr Krieg? Der französische Soldat kann darauf keine Antwort geben. Das können allein die britischen Kriegshetzer Churchill und Chamberlain, die, wie sie immer wieder erklären, entschlossen sind zu kämpfen. Allerdings nur bis zum letzten Franzosen. Dieser fast friedensmäßige Zustand kann jedoch im nächsten Augenblick sein Ende finden. Um gegen alle Überraschungen gewappnet zu sein, werden die deutschen Stellungen weit vor den Hauptlinien des Westwalls weiter ausgebaut. Was die Schreiberlinge der westeuropäischen Lügenpresse über unseren Westwall fantasierten, ist nun in der französischen Befestigungslinie vielfach Wirklichkeit geworden. Die viel zu tief gelegenen französischen Bunker stehen unter Wasser. Das Hochwasser des Rheins hat die Besatzungen aus ihren Stellungen vertrieben. Nach der mutwilligen Eröffnung des Kriegszustandes gegen Deutschland besetzten die Franzosen einige deutsche Grenzorte vor dem Westwall, die die deutsche Heeresleitung aus strategischen Gründen geräumt hatte. Nach dem siegreichen Abschluss des Polenfeldzuges wurden die Franzosen wieder über die Grenze geworfen. Die zurückgenommenen deutschen Dörfer bieten ein Bild sinnloser Zerstörung. Hier haben Marokkaner gehaust, die Frankreich zur Rettung der Zivilisation aufgeboten hatte. Mit der Spitze der angreifenden deutschen Truppen gingen Pioniere vor, um die französischen Barrikaden, die die nachdringenden deutschen Truppen aufhalten sollten, wegzuräumen.
Immer wieder stießen die Kommandos dabei auf Sprengladungen, die die Franzosen bei ihrem Rückzug heimtückisch gelegt hatten. Hier ein paar Eierhandgranaten, die bei unvorsichtigem Wegräumen der Wagenbarrikaden krepieren sollten. Besuch bei unseren Fliegern an der Küste. Fernaufklärer werden klargemacht zum Fluge über die Nordsee hinüber nach England. Nach genau festgelegtem Plan werden diese Maschinen eingesetzt. Jeder hat ein bestimmt abgegrenztes Gebiet zu überwachen. Hier wird MG-Munition gegurtet. Diese Arbeit muss in aller Sorgfalt durchgeführt werden, damit später keine Ladehemmungen auftreten, die unter Umständen über Sieg oder Niederlage im Luftkampf entscheiden können. Auch ein paar Bomben nimmt der Fernaufklärer mit, um auf seinem einsamen Vorposten für alle Fälle gerüstet zu sein. Ein solcher Aufklärungsflug von vielen Stunden stellt an die Besatzungen höchste Anforderungen. Denn diese Männer sind das Auge der deutschen Wehrmacht über das Meer hinweg zu den feindlichen Küsten. Ein deutscher Fischdampfer auf seiner einsamen Fahrt. Auch er hilft mit, die Ernährung des Volkes sicherzustellen. Ein norwegischer Dampfer. Feindliche Seestreitkräfte in Sicht. Sofort erfolgt Meldung an den Heimathafen. Eine Bombenstaffel wird alarmiert und in Marsch gesetzt. Scapa Flow, Englands Kriegshafen, der bisher immer als unangreifbar galt, ist das Ziel. Der Fernaufklärer blieb am Feind. Er muss nun die Staffel zum Angriff führen. Es gibt heute keine Insel mehr, sagte der Führer in seiner großen Reichstagsrede. Unsere See- und Luftstreitkräfte haben diesen Worten sofort die Tat folgen lassen. England ist nicht mehr unangreifbar. Die britischen Kapitalisten haben Europas Völker wiederum in den Krieg gehetzt. Sie wollen Deutschlands Frauen und Kinder aushungern. Die Wehrmacht Adolf Hitlers wird ihnen darauf eine Antwort geben, dass ihnen Hören und Sehen vergeht. Zum ersten Male in der Geschichte Englands. Bomben auf Scapa Flow.